Ja, wir sind hier. Wir sind wirklich hier. Und zwar bei Airsoft Operations in der Dark Zone. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Einladung. Ich habe es euch ja schon persönlich vorher gesagt. Ich habe mich so mega gefreut, als ihr von meinem Projekt, dem Airsoft Talk, erfahren habt und dann einfach kommentiert habt, ich soll doch vorbeikommen. Und jetzt sitze ich hier und darf das Feld einfach der Community, euch allen präsentieren. Mit euch zusammen. Wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, So. Andi, wir freuen uns. Auch, dass du da bist und freuen uns, fühlen uns sehr geehrt und freuen uns auch, dir alles zeigen zu können heute, der Community, die es vielleicht auch noch nicht kennen, alles zeigen zu können, erklären zu können und würde sagen, legen wir mal los. Jawohl, legen wir mal los. Und da würde ich als allererstes die Frage stellen, die uns alle brennend interessiert. Warum müssen die Leute zu euch kommen? Weil wir das alles sehr familiär gestalten. Also wir kennen den Größteil der Spielerschaft, die hierher kommt, mit Namen. Gut, Fabi eher durchs Gesicht und durch irgendwelche zahlreichen Situationen. Ich dann durch die Anmeldung. Also ich bin hier mit jedem per Du. Und das ist hier wird die erste Familie groß geschrieben und das hören wir auch oft, dass es sehr familiär ist, dass unser Spielfeld abwechslungsreich ist, dass wir quasi alle wichtigen Themen bedienen auf einem kleinen Fleck. Naja, 12 Hektar ist jetzt nicht kleiner Fleck, aber trotzdem auf einem Spielfeld. Genau, ergänzend dazu vielleicht das ganze Thema, was Marsha eben sagte, familiär. Wir haben Spielplatz. Den Spielplatz haben wir nicht nur für unseren kleinen Henry, das haben wir auch für unsere Gäste, dass die ihre Kinder mitbringen können. Und per se sind alle unsere Spieltage ab 14 Jahre geeignet. Das heißt, Papa mit Sohn, Mama mit ihrer Tochter oder Papa mit Tochter oder den Kindern. Genau das ist das, was wir wollen. Deswegen ist unser Leitspruch auch Home of Airsoft. Das ist natürlich klasse und auch zutreffend. Als ich hierher kam, kann ich bestätigen, wurde ich gleich herzlich begrüßt. Und ja, ganz wunderbar. Von der Versorgung, zu der wir eigentlich später nochmal kommen würden. Aber Kaffee ist natürlich da. Ja, bis hin und naja, ihr werdet es dann schon sehen, was es hier alles noch so gibt. Ja, Airsoft Operations Dark Zone. Wer ist denn auf den Namen gekommen, beziehungsweise warum Dark Zone? Wie seid ihr da drauf gekommen? Wir hatten eigentlich gar keinen Namen für dieses Feld, weil wir dieses Feld immer stiefmütterlich behandelt haben. Ja. Und dann hatten wir aber nur noch dieses Feld. Und waren gezwungen, was daraus zu machen, was auch unser Glück war, weil das Feld ist einzigartig und der Name Dark Zone entstand aus einem geselligen Teamabend. Und das ganze Team hat quasi daran mitgetragen. Naja, den Namen zu im erfinden. Prinzip stumpf nachher ist dunkel hier. Ja. Und So wie heute das Wetter so ein bisschen, ja, wird Genau. neblig und bewölkt, es nieselt leicht. Aber gut, der ein oder andere fühlt sich ja da pudelwohl bei so einem Wetter. Ne? genau. Ich zum Beispiel. Ja, ganz genau. Ja, ich mag es ja eher ein bisschen sonnig und warm, muss ich zugeben. Aber ich meine, wir können alles. Ja, wir können auch bei so einem Wetter, also kein Problem. Genau. Ah, und daher, wie gesagt, kommt eben der Name. Genau. Und jetzt sagen bestimmt schon so einige, ja, ich möchte mal auf jeden Fall hierher kommen. Jetzt ist aber die Frage, ja, wie finde ich denn überhaupt euer Feld? Ich muss euch sagen, auf dem Weg hierhin, da bin ich durch den Wald gefahren und habe mich schon gefragt, ob ich hier überhaupt richtig bin, auf diesem Weg. Weil das war ein bisschen, ja, nicht so eine richtige Straße. Ja, sag ich genau, mal. dann bist du richtig unterwegs. Aber wo finden wir euch? Also wo ist dieses Feld? rein örtlich gesehen Ja. befinden wir uns in Brandenburg, ne, im nördlichen Teil Brandenburgs. Dort genau genommen an der A24 an der Abfahrt A24, Abfahrt Beinburg. Das ist örtlich gelegen zwischen Pritzwalk und Wittstock im schönen Brandenburg. Und von der Autobahn brauchst du nochmal so eine Viertelstunde, dann bist du hier. Ist von Hamburg ungefähr 1,5 Stunden weg, von Berlin ungefähr 1,5 Stunden weg, also zwischen Hamburg, Berlin, 1,5 Stunden. mittig, relativ zentral gelegen. Genau. Und am der Heide, genau, ne? Aber das sollte es eben auch sein, so ein Airsoft-Gelände. Ja. Das ist genau richtig hier Und gelegen. der Plattenweg, von dem du geredet hast, der ist sogar denkmalgeschützt. Genau, ne? Also die Zufahrtsstraße muss man wissen, das nennt sich, ist unser Panzerplattenweg hier. Die heißt auch Objektstraße, weil sie genau zu diesem Objekt führt. Hier hinter uns befindet sich der Patrouillenweg, da sind damals die Patrouillen gefahren. Und insofern, wenn du die Panzerplatten siehst, bist du auf dem Weg zur Dark Zone. Ja, und weil der denkmalgeschützt ist, gehe ich davon aus, dass da nie mehr was daran gemacht werden Also die darf. Straße hier vorne erstmal nicht, nein. Also die Panzerplatten bleiben. Das heißt, bleibt so und ja, dann genau. Nee, aber super, wie gesagt, sehr leicht zu finden, dennoch. Ja, und wie du gesagt hast, kann ich bestätigen, von der Autobahn runter, Viertelstündchen, 10 Minuten, dann bist du auch schon hier. Ganz genau, seit wann gibt es denn eigentlich euer Feld? Seit wann habt ihr das hier? Oh, also
Also dieses Feld existiert seit 5 Jahren. Allerdings gibt es uns natürlich schon länger. Ja. Genau, gestartet haben wir 2013. 13. Haben wir angefangen, da wurde Airsoft Operations gegründet. Dann hat sich das über verschiedene Felder halt aufgebaut und dann haben wir viele Dinge in den Sand gesetzt, wo eben das Ganze politisch nicht funktioniert hat, finanziell nicht funktioniert hat, etc. oder die Anlage sich nicht umnutzen ließ und so weiter. Und dann hatten wir irgendwann halt diese Müllhalde, das war früher hier eine illegale Müllhalde. Okay. Safezone und alles, was du hier siehst, 3 Meter hoch Müll und mehr. Ja, siehst du nicht mehr, aber da, wo jetzt die Autos stehst, war alles voll mit Müll. Ja. Und deswegen haben wir dieses Projekt, was Mascha eben sagte, auch eigentlich gar nicht anfassen wollen. Aber wo wir dann nichts mehr anderes hatten, haben wir gemerkt, dass das hier das Richtige Unser ist. Zuhause. Unser neues Zuhause ist. Und dann haben wir angefangen, das Ding umzubauen und umzunutzen. Und daraus ist die Dark Zone entstanden. Und Das dann war sind wir aber stolz nicht drauf. nur eine Müllhalde, gehe ich mal davon aus, weil hier stehen ja auch Gebäude. Ich bin das komplette Feld abgelaufen. Drohnenaufnahmen haben wir dann auch ein paar. Und dann können wir uns das alle mal anschauen. Virtuell. Ich hoffe, ihr kommt alle dann wirklich physisch hierher und schaut euch das selber mal an. Ihr müsst hierher kommen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, es war nicht nur eine Müllhalde, gehe ich mal davon aus. Sonst würden hier nicht diese Reste Gebäude stehen. Genau, also ursprünglich war das mal ein Militärgebiet von der NVA. Und zwar eine Anlage der Funktechnischen Kompanie, also Luftraumüberwachung, Luftabwehr und Radar. Ne? Also die Bunker und was du siehst hier, da standen vorher Fahrzeuge drin mit Raketen drauf oder eben entsprechende Technik drauf, um die Luftaufklärung stattfinden zu lassen. Ja gut, dann irgendwann aufgegeben. Irgendwann Anfang der 90er, so ungefähr vermutlich. Genau, gebaut wurde die Anlage in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre. Hat man den Anwohnern hier erzählt, man baut eine Schokoladenfabrik. Ja. Und da hat es auch den Spitznamen Stalins Höhe bekommen, weil sie wollten dann Mitarbeiter für die Schokoladenfabrik gewinnen. Die von Und- Charlie, nee. Ne? Und naja, wo sie dann gemerkt haben, hier gibt es gar keine Schokolade, sondern Militär, dann war allen das klar, aber war natürlich zu DDR-Zeiten auch streng geheim. Ne? Das Lustige daran ist, dass wir kurz bevor wir dieses Gelände erblickt haben, 2, 3 Jahre vorher fanden hier die Renaturierungsmaßnahmen statt. Das heißt, vorher waren die ganzen Gebäude noch intakt. Wären wir 3 Jahre früher Ja. gekommen, hätten wir noch intakte Gebäude hier gehabt. Ja, genau. Ja, gut, Aber das gut, man macht das Beste draus. bedeutet für euch aber auch bestimmt Erhalt. Also wenn die Gebäude einfach in dem Zustand, wie sie nicht mehr intakt sind, einfach so auf dem Gelände stehen, die Witterung und so weiter setzt den so. Das heißt, da steckt ja eine Menge Energie sowieso rein. Also Wahnsinn, was ihr hier aufgebaut habt, muss ich sagen. Aber das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, mit sehr, sehr viel Erhalt, sehr viel Energie verbunden, die ihr da und sehr, aufwendet. sehr, sehr hohen Kosten. Ja. hohen Kosten. Auflagen, ja. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ja. Also wir haben jetzt hier in der Anlage, kann ich ruhig mal eine Zahl nennen, also wir haben hier ohne Kaufpreis in die Anlage schon in Aufräumarbeiten, Instandsetzungsarbeiten fast 750.000 investiert. Und jetzt kommen die nächsten 250.000 für die nächsten Genehmigungsverfahren. Und dann kommen nochmal 250.000, 300.000 für Infrastruktur, Toiletten, Duschen, etc. So. Ja, kann man sich nicht vorstellen. Alleine Strom legen in die Dark Zone hat 15 Scheine gekostet. Wow. Das ist schon teuer. Ja. Okay. Leute, bei diesem Summen bin ich raus. Melde Ja, mich glaub ab. mir, Ciao. brauchen wir auch ein Sauerstoffzelt für immer. Ja, und das Feld ist auch gar nicht so klein. Ich glaube, du hast es schon erwähnt, aber vielleicht können wir nochmal drauf eingehen, wie groß die gesamte Fläche von eurem Spielfeld ist. Also die Dark Zone ist circa 120.000 Quadratmeter groß, die Safe Zone davon ungefähr 8.500. Und ja, das ist so ungefähr die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Ich bin vorher schon mal über das Feld gelaufen. Das hat nichts mit Speed, Airsoft oder sowas zu tun. Nein, du läufst hier wirklich eine Weile. Also du hast hier wirklich ein weitläufiges Gelände, kannst dich hier wirklich austoben. Das ist wirklich sehr weitläufig, sehr groß und da gibt es auch einiges. Was gibt es denn auf eurem Feld alles? Jetzt, wenn wir über zum Beispiel Bunkeranlagen, Gebäude reden und so weiter, vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was erzählen. Im Prinzip musst du dir die Dark Zone vorstellen wie einen gesunden Mix aus allem. Ne? Also wir haben wirklich von allem was dabei. Wir haben ein paar Freiflächen dabei, wir haben Wald dabei, jede Menge. Wir haben Schützengräben, wir haben Sandsackstellungen, wir haben Fahrzeuge als Deckung, wir haben Bunker, die man bespielen kann, also so überirdische Bunkeranlagen, die man bespielen kann. Wir haben eine ausgebaute Militärstellung mit Original-Hesco-Containern. Wir haben mehrere bespielbare Gebäude in unserer Draka City, also in so einer kleinen Airsoft-Stadt hier. Wir haben aber auch fahrbare Fahrzeuge, die wir einsetzen auf der Anlage. Also quasi ein bunter Mix aus CQB, Waldkampf und allem, was du sonst noch so dir am Airsoft wünschen kannst.
Wir achten auch sehr stark darauf, dass die Atmosphäre so ein bisschen eingehalten wird. Zum Beispiel das mit den Heskos, dass man die auch immer wieder findet. Und das, also wir haben aber auch so gängige Stellungen wie Reifenstellungen und so Holzblockaden und sowas. Ne? Aber wir ziehen immer so Heskos vor. Am besten wären dann natürlich diese Lego-Bausteine, diese Beton-Lego-Bausteine, ne? Die noch als Stellung hinstellen. Das wäre Schreiben wir uns, haben wir auf unserer Liste stehen, das wollen wir auch noch haben. Okay, zu dem Punkt will ich tatsächlich später noch kommen. Am Ende würde ich sagen, da reden wir drüber, was wird hier noch geplant oder ist schon geplant. Aber da haben wir schon einen Punkt vorab. Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, hier ist tatsächlich für jeden was dabei. Events wie heute zum Beispiel, vielleicht hört man im Hintergrund ab und zu mal ein Knallen. Ja, findet heute auch ein großes Event statt. Events finden bei euch häufiger regelmäßig statt. Wie kann ich mich da informieren? Wo finde ich eure Termine, eure Events? Wir haben roundabout über 120 Events im Jahr. Also ihr kannst dir vorstellen, also fast jedes Wochenende haben wir quasi eine Veranstaltung hier, Samstag und Sonntag. Ja. Teilweise auch noch parallel dazu in Polen auf einem Partner-Event, dort im Battleground. Gut, also 120 Events im Jahr. Buchen kann man bei uns auf der Internetseite, in unserem Shop. Dort gibt es einen Kalender für die Dark Zone, einen Kalender Kurz für den nur, Battleground. Link findet ihr in der Beschreibung. Genau, aber es gibt auch, wenn es jetzt nicht unbedingt Top-Events sind oder wir stark ausgelastet sind, auch immer die Möglichkeit der Vor-Ort-Kasse, ja, es gibt immer die Möglichkeit der Vorortkasse, also buchen ist kein Muss. Nur wenn du Leihausrüstung oder irgendwelche Zusatzsachen gleich direkt erhalten möchtest, dann würde ich dir vorschlagen zu buchen. Genau, und bei Top-Events, damit wir die Genau, Spieler entsprechend einteilen können in die Fraktionen. Also verstehe ich das richtig, ich kann hier durchaus, wenn ich weiß jetzt, an dem und dem Wochenende findet ein Event statt, spontan einfach kommen. Aber es kann auch passieren, dass ich dann, weil ihr gut ausgebucht seid in der Regel, dass ich hier ankomme und dann ist schon alles voll. Genau, also wäre ganz lieb, wenn du vorher dann einmal eine Info schickst, dass du auch kommen möchtest, eine Nachricht schickst, Social Media oder per E-Mail oder sonst irgendwas, damit wir das dann noch irgendwie ein bisschen abgleichen können. Aber wir halten immer so 20 bis 30 Karten vor Ort zurück. Ne? Also da ist immer noch ein Puffer mit drin, mit dem rechnen wir auch ein. Und ja. Genau. Okay, also wenn ich jetzt dann hier mit meinem 5-Mann-Team komme oder allein, dann ist da noch genug Luft. Aber mit dem ganzen Zug sollte ich jetzt vielleicht mich davor anmelden. Genau. Sonst kann es passieren, dass ich hier einfach, dass hier alles ausgebucht ist. Was noch zu erwähnen ist, dass wir im Januar, da sind wir komplett dicht, weil wir da Baumaßnahmen durchführen. Da machen wir auch offizielle Bauhelfertage, wo die Leute aus der Community dann zu uns strömen und mithelfen, dafür aber auch bekocht werden, also Essen wird gestellt, die Arbeit muss mitgebracht werden, die Arbeitskraft muss mitgebracht werden und ja, so hübschen wir dann die Dark Zone im Januar immer auf für das kommende Jahr. Das Genau, ist super. Die ersten Bautage starten ja schon im November. Fangen wir im November an. 11. und 12. November fangen die ersten Bautage wieder an. Die Termine findet ihr auch bei uns im Kalender. Ah ja, super. Und da jetzt gleich mal eine Frage, Events, habt ihr auch speziell Nachtevents oder grundsätzlich finden nachts auch Events bei euch statt? Hatten wir mal, war aber zu dunkel. Nicht jeder ist nachtkampffähig und dann, also macht ihr nicht mehr oder? Haben wir letztes Jahr gemacht, dieses Jahr haben wir das noch nicht gemacht und ich glaube, wir wollen das aber wieder anstarten. Ne? Da wollen wir doch noch die Community mit begeistern. Ja, weil es gibt ja durchaus Leute unter uns, sage ich mal, vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder, der sich dann auch ein Nachtsichtgerät für mehrere tausend Euro zulegt und das möchte ich natürlich auch einsetzen. Also besteht hier auch die Möglichkeit bei euch, die Infos findet man dann auch natürlich bei euch auf der Seite. Also es gibt's, Leute, es gibt hier auch Nachtsevent. Könnt ihr mal eure Events so ein bisschen beschreiben? Also welche Spielmodi spielt ihr? Viel Abwechslung dabei oder immer das Gleiche? Ja, immer das Gleiche, immer langweilig. Ich glaube nicht. Nein. Also unsere Events sind immer anders, also immer unterschiedlich aufgebaut. Mal haben wir im Prinzip, es gibt so die Klassiktage, da findest du unterschiedliche Spielmodi. Das ist Wie von Fahnsystem, Kanisterbergen oder große Kisten. Schubkarre fahren, VIPs genau. retten, Genau. etc. Manchmal haben wir auch Lab-Rollen drin, aber das ist dann eher in den Special-Events. So wie heute zum Beispiel haben wir auch Lab-Charaktere mit drin. Genau, die Classics sind wirklich Classic-basiert für die Leute, die einfach nur Classic wollen, ne? Weil nicht jeder möchte dann noch irgendwie einen Krimskrams auf der Veranstaltung haben. Und die Specials sind dann ein bisschen mehr aufgepimpt. Genau. Und dann gibt es ja noch die
die großen Veranstaltungen. Die Top-Events noch dazu. Dann, also im Prinzip jedes Wochenende gibt es Classic und Special Game Days. Jetzt gibt es natürlich zum Special Game Days, könnte zum Beispiel noch sein, nicht nur Search and Destroy, zum Beispiel auch Santa vs. Grinch. Da kommt der Weihnachtsmann hier und verteilt abends nochmal Geschenke. Der spielt auch mit der Weihnachtsmann, der spielt auch sehr gerne Airsoft. Oder auch die Geburtstagsspiele. Geburtstagsspiele. Die sind immer sehr gut besucht. So, die sind immer legendär. Die Geburtstagsspiele sind immer sehr geil. Wo wir dann selber auch mit zum Spielen kommen, immer cool. Und dann haben wir dreimal im Jahr noch immer ein Top-Event. Im Mai zum Beispiel nächsten Jahres ist dann Operation Thunderstrike in Polen. Mit Panzern, mit Packgeschützen, mit allem, was du dir vorstellen kannst. LKWs, Truppentransporter, Teamfahrzeuge. Richtig krass, auch noch größere Anlage und tolle Infrastruktur. Also lohnt sich Thunderstrike im Mai nächsten Jahres. Dann haben wir im Sommer jetzt immer unsere Lab-Veranstaltung. Nächstes Jahr heißt das Operation Flashback. Die ist dann Ende August, Anfang September. Das ist der Nachfolger zur Maifeuer-Serie. Ist ein reines Lab-Event, also nicht Ballern, sondern der Fokus auf Rollenspiel. Und das Jahr schließen wir dann ab quasi mit den Top-Events. Im Oktober, Anfang Oktober findet dann immer unser alljährliches Airsoft Extreme statt. Und das ist ein auf Action, Gameplay und brutale Action quasi ausgelegtes Event dann nochmal am Jahresende. Das sind unsere 3 Top-Events zu den normalen Spieltagen. Also die ganze Bandbreite auch hier abgedeckt und tatsächlich auch für jeden aus der Community wirklich was dabei, wenn ich das einfach jetzt mal so zusammenfassen kann und was ich hier raushöre. Wir hören es im Hintergrund, du hast es jetzt angesprochen, heute das Event. Möchtet ihr darüber ein bisschen was erzählen, Search and Destroy? Weil, wie gesagt, meine Frage wäre ist bei euch Pyrotechnik erlaubt und so weiter? Offensichtlich ja. Möchtet ihr über dieses Event schon mal einfach was erzählen, weil wir heute da sind und es mitbekommen? Aber nur zu speziellen Spieltagen, so wie Search and Destroy, da sind natürlich Pyrotechnik und alle Granaten, fast alle Granaten frei, ne? Trotzdem mit Gehörschutz und alles. Ja, ganz wichtig. Das wird meistens mal laut und also grundsätzlich Pyrotechnik ist per se bei uns gestattet und erlaubt. Das bezieht sich aber in erster Linie auf Rauchmittel. Ne? Also Rauchgranaten und sowas, die bei uns in den Spielregeln stehen, dürfen eingesetzt werden. Hängt immer von der Waldbrandstufe ab. Das geben wir dann morgens immer bekannt, ob heute wirklich geht oder nicht. Und im zweiten Punkt ist es so, dass wir Knallgranaten und sowas nur an speziellen Spieltagen erlauben, wie heute Search and Destroy, wo wir eben in der Lage sind, Gehörschutz auszuteilen, wo wir gewisse Sicherheitsanforderungen haben, damit das eben auch sauber abläuft. Pyrotechnik und so weiter darf eingesetzt sein. Da frage ich jetzt gleich schon mal, nimm den Punkt vorweg. Was darf denn noch bei euch überhaupt alles gemacht werden? Fahrzeuge, habe ich schon rausgehört. Kann ich hier mit meinem eigenen Fahrzeug kommen, mit einem Kaliber 50 oben drauf und hier durchs Feld rocken? Ja, kannst du. Fahrzeuge, Vorwege einfach anmelden, kostet auch nichts extra. Ne, ganz im Gegenteil, wir unterstützen und fördern den Einsatz von Fahrzeugen bei uns und freuen uns immer, wenn Spieler oder Teams mit ihren eigenen Fahrzeugen auch zu unseren Events kommen. Ja super, hier gestern Neuwagen gekauft, die Frau. Ja super, bring mit! Wir gucken mal, was die Versicherung so hergibt. Genau, dann komme ich heute vorbei, hier hast du gleich ein paar Macken und Dellen drin. Ja? Kannst du machen, aber ja, musst du natürlich machen, ne? Ist ganz klar. Nein, für gewöhnlich kommen die Spieler mit ihren zusammengeschraubten Wagen, die sie extra fürs Airsoft bereitgestellt haben. Ja, ist vielleicht ein kleiner Tipp, sollte man vielleicht so machen, ja. Wäre vielleicht ganz gut, ja, um manchmal auch ein bisschen Ärger zu vermeiden und so weiter. Ja, wer darf denn hier eigentlich überhaupt spielen? Also erstmal die Altersgrenze. Ab wie vielen Jahren darf ich hier bei euch zum Spielen kommen? Ab 14 Jahren darfst du bei uns spielen kommen mit Mutti-Zettel und Begleitung. Und das geht bis, weiß nicht, was war unser ältester Spieler? Der Ende 60. Ende 60? Anfang kurz schon 65 würde ich sagen. 65 hatten wir schon einen. Also nach oben hin gibt es keine Grenze und ab 14 fangen wir an. Da ist jeder willkommen, Leute. Mein Ziel ist es ja auch irgendwann mit 80 hier im Rollstuhl mit so einem auflafettierten MG an der Seite und dann kannst du hier nämlich auch noch rumfahren. Ja, wenn das Gelände und dein Rollstuhl sich dementsprechend verstehen, wenn nicht, liegst du auf der Seite und kannst den Knopf hier zum Feuer noch drücken, aber dann war's das, ja. Sniper. Genau, ja. Rollstuhl-Sniper, ja. Kannst du auch machen. Genau. Kannst du hier alle Möglichkeiten. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ganz genau, richtig. So, also Mindestalter, dann, wie sieht's aus, muss ich irgendwie Mitglied sein? Habt ihr nur Open Game Days, sag ich mal, wo jeder kommen kann? Gibt's auch Tage, wo ich tatsächlich nur kommen darf, wenn ich vom Haus bin oder sonst irgendwas? Nein, ihr könnt auf allen Spieltagen ist die Airsoft Community willkommen. Alle Events, alle Spieltage. Also, ihr hört schon, Leute, es gibt keinen Grund hierher nicht zu kommen.
Ja, also und zwar zu jedem Event, hier gibt es keine Einschränkungen. Natürlich sage ich immer, ist ja ganz klar, 14 bis 18 Jahre darf ihr halt einfach nur unter 0,5 Joule spielen, denn ab 18 erst die über 0,5, dann reden wir von Schusswaffen gemäß Waffengesetz und ja, da kannst du halt einfach noch nicht mitwirken, wenn du halt unter 18 bist. Aber ist klar, dennoch kannst du mit 14 schon beginnen, bei euch auch. Und hier einfach ja mitspielen, mitzocken. Auch gemischt mit den höherklassigen Waffen oder Altern und sowas. Ne? Weil Ja. viele 14-Jährige rufen bei uns an, ja, darf ich denn schon mitspielen und spielt dann mit anderen 14-Jährigen oder ist es gemischt? Wie ist das? Und also es ist immer gemischt. Genau, und das funktioniert auch sehr gut, weil wir häufig die Frage bekommen, ob wir auch so wie andere Veranstalter diese klassischen 05er-Events machen. Machen wir per se nicht, haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert, weil die Leute wollten weiterhin bei uns zusammenspielen und so sind wir dabei geblieben. Ist quasi immer für ab 14 zu öffnen. Aber da nochmal der Punkt, warum wurde das nicht so angenommen, die 05er Events? Kam einfach keiner. Ach so. Naja, doch schon ein paar, Aber das so- ist nicht so beliebt. So, und dann kamen die ersten, die ankamen, darf ich auch Ich mit mein- 1 Joule spielen und mit 1,5. Ich meine, die Jungs motzen ihre Waffe auf, sind super stolz drauf und so. Und sie motzen das nicht auf 0,5 auf, sondern auf höher. Ja, ja. Macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, und dann wieder runter zu gehen, ist schon ein anderes Feeling, ne? Macht keiner. Ja, Macht Ne? keiner. Und, oder dann kommt Papa um die Ecke und sagt so, ja, darf ich denn auch nicht mit meiner SIG spielen? So, das so eine Mann, denn, ne? So, und so sind wir dann einfach dabei geblieben, dass wir immer diese Mischung machen und das ist immer gut. Kann Papa spielen, kann der Kleine mitspielen. Und dann alle sind Allerdings happy. können auch andere Teams bei uns am Wochenende ihre Spielveranstaltungen durchführen und da wäre es dann auch zum Beispiel möglich, ein 05er-Event zu machen oder sowas, wenn sie da sich spezialisieren wollen. Und sowas. Genau. Genau, weil wir haben hier schon einige Teams, die uns dann vertreten, wenn wir in Polen sind und ja, die machen dann auch so besondere Spielmodis. Also möglich ist es, aber also Nach Absprache. Genau. nach Absprache, aber Genau. Grundsätzlich ab 14 grundsätzlich und nicht. los geht's. Ja, genau. Wenn wir es gerade eben über Waffen hatten, dann ist jetzt natürlich auch noch interessant, welche Waffen sind denn bei euch erlaubt, beziehungsweise welche sind ausgeschlossen, welche Joule-Begrenzungen gibt es bei euch hier auf dem Feld? Wir haben klassisches Regelwerk, in dem wir das halt definiert haben mit den Mindestabständen. Ne, 0,5 Joule, Vollautomaten sind erlaubt bis 0,5. Dann haben wir die klassische, alles was als Maschinenpistole zählt, aus der realen Welt natürlich abgekupfert, gelten bis 1,5 Joule, Sturmgewehre bis 2,0, DMR-Gewehre bis 2,5 und Bolt-Action-Sniper bis 3,0. Und bei 3,0 ist dann aber Schluss. Bei 3,0 ist hier in der DAX zum Schluss, genau. Jetzt habe ich zum Beispiel, also nicht ich, sondern vielleicht du, nur Waffen, die 5 Joule haben. Ja, sagst du, nee, ich kaufe mir keine unter 5 Joule, aber ich möchte hier trotzdem spielen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ganz einfach hier anmelden und herkommen. Ihr habt ja schon erwähnt, es gibt bei euch auch die Möglichkeit, Ausrüstung zu leihen, Waffen zu leihen. Ja, was habt ihr denn da so im Repertoire, sage ich mal? Und wir können auch gleich vielleicht ein bisschen über die Kosten dann sprechen. Also was kostet es mich bei so einem Spieltag, die Ausrüstung zu leihen? Ja. Also so ein Spieltag, wenn du eine eigene Waffe hast, ist es eigentlich ganz leicht. Da muss ich nur noch wissen, ob du Teamfarben hast. Wir spielen meistens immer Rot und Gelb. Und ob du ein Tourniquet hast, denn das brauchst du für unsere Sunny-Regel. Das heißt, so ein Spieltag, ein Classic 35 Euro, ein Special 45 Euro. Wenn du dann noch Armbinden erwerben willst, nochmal 8 Euro, ein Tourniquet nochmal 10 Euro. Solltest du aber ein Spieler sein, der bei uns eine Leihausrüstung gebucht hat, vereinfacht sich das ein bisschen, weil alles ist in dem Leihpaket drin. Da ist eine Waffe drin, ist eine Spectre Arms M4 M4 mit Magazin, BBs und verschiedene farbige Teamarmbinder sowie Tourniquet, Gesichtsschutz wie Brille und Gesichtsmaske. Genau, und das beläuft sich auch auf 35 Euro. Also hättest du zum Beispiel bei einem Classic-Tag 35 Euro fürs Ticket und 35 Euro für die Leihausrüstung. Hast dann aber alles. Genau. Und in der Leihausrüstung BBs satt. Ne? Also Ja, bis der BBs Arzt satt. kommt, ne? Wenn du verschossen hast, kommst leer, holst du Nachschub. Achso, also hier gibt es nicht nur 1000 BBs, Nein, sondern nein. wow, Nein, nein, okay, immer also wieder- BBs satt. das rundum sorglos Paket. Das Paket, mit dem du nicht nur so viel schießen kannst hier, wie du willst, sondern auch mit ganzen Zähnen nach Hause fährst. Ja, habt ihr gesagt, Gesichtsschutz ist auch mit dabei?
Also Vollschutz, nicht nur Brille. Brille ist ja sowieso ein Muss. Wer ohne Brille spielt, der ist selber schuld. Also das ist ein No-Go, wissen wir alle. Aber zusätzlich auch noch hier Schutz für die Zähne, weil so ein Zahn ist ja auch nicht schön Das zu empfehlen verlieren. wir auch ausdrücklich auch für die unter 18-Jährigen. Jeder Ja. unter 18-Jährige soll hier mit Gesichtsschutz spielen. Für die über 18-Jährigen empfehlen wir das. Auch, ja. Besonders Vorbild, er hat schon mal den Zahn verloren. Ja, Oh. ja, passiert. Ja. Ne? Ja, also genau, weil der Gesichtsschutz nicht gehalten hat. Aber du hast einen getragen, bin ich mir sicher. Nein. So, gehen wir nicht mehr drauf ein. Ist ja ganz klar. Also, Ist nur kaputt gegangen. er ist nur kaputt Weil gegangen. du Ja. eben die Preise nochmal angesprochen hast, Ja. vielleicht nochmal eine Ergänzung dazu, was Mascha gesagt hat. Grundsätzlich ist es so, dass wir halt auch einen Imbiss haben, der kostengünstig Mittagessen 6,50 und 7,50 zum Mittag anbietet. Günstig noch anbietet anderes Essen wie Schnitzel, Bratwurst, Pommes, jetzt neu, aber auch Frühstück mit Brötchen, solche Geschichten anbietet, auch zu Rührei. günstigen Konditionen. Und Freigetränke, also Wasser, Mineralwasser, isotonische Getränke gibt es bei uns per se kostenfrei. Genau, das findet also ihr für alle, bei uns. ne? Wow, Solange okay. der Wort reicht. Solange Ja. Und der am Vorrat- Ende des Tages gibt es eine Feedbackrunde mit einem Bierchen. Genau, und Freibier gibt es immer in der Feedbackrunde auch noch dazu. Ich wollte eigentlich heute nach Hause fahren, Leute, ihr wisst ja. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt doch noch bis morgen. Ja, aber wie soll ich hier übernachten, frage ich mich. Denn ich bin ja mit dem Auto da und habe ein Notzelt in meinem Kofferraum. Jetzt natürlich nur gerade von mir erfunden, die Story. Aber wenn es so wäre, könnte ich hier eigentlich bei euch übernachten? Könnte ich hier zelten? Ja, du kannst hier zelten. Das beläuft sich dann auf 10 Euro pro Nacht. Zusätzlich haben wir noch einen Strom-Add-on, den du jederzeit dazu Gibt es auch eine Datenflat für mein Handy noch? Nee, leider, so gutes Internet haben wir leider nicht. Ja, Das, gut, aber da haben wir leider ein bisschen irgendwo sparen. muss man Abstriche machen, sag ich mal, ja. Also gut, also ich kann hier zelten für 10 Euro pro Nacht mehr. Das heißt, Andererseits arbeiten wir auch mit einer Pension zusammen, wo du dann auch dir ein Zimmer mieten kannst. Ne? Wenn du halt nicht der Typ bist, der gerne im Freien schläft. ja, okay, für die etwas Aber bequemeren Zelten ist unter immer uns. Ja. Ja, gut, wobei, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich meine, in meiner früheren Zeit, Militär und so weiter, da habe ich auch draußen gepennt und so weiter und habe ich auch kein Problem mit, aber ich glaube, wenn ich zu so einem Event kommen würde, dann würde ich mich mittlerweile auch für die, ja, ihr wisst schon, entscheiden. Ne? Also Stell hier dir Hotel vor, und du bist hier mit deinen Freunden, machst hier eine Klassenfahrt quasi, weißt Ja. du, mit deinen Freunden. Dann trinkst du hier ein Bierchen und dann musst du aber noch ins Zimmer nach Hause gefahren werden. stimmt. Ich glaube, du bleibst da. Ich würde hier bleiben. Lieber sturztrunken ins Zelt fallen, das hat der Stil, würde ich sagen. Stimmt, da habt ihr recht. Ja, und Verpflegung habt ihr angesprochen. Also hier gibt es, habe ich jetzt das richtig gehört, die volle Rundumversorgung Ja. von Frühstück, Mittag bis abends dann. Eben alles hier auf dem Platz. Toiletten sind natürlich auch vorhanden. Ja, also das heißt, ihr kommt hierher, bringt eure Ausrüstung mit und für den Rest ist quasi gesorgt. Genau, falls es Regentage gibt, haben wir auch eine Hesco-Lounge, die man mieten kann. Das ist eher an Teams gerichtet, an größere Teams. Daher kostet sie auch 50 Euro, dass man dann eine Hälfte hat mit ihrem ganzen Team. Jetzt sind zwar quasi schon 12 Leute in der Hesco-Lounge, wurden heute eingemietet. Und das ist halt sehr praktisch, wenn es regnet. Ne? Genau. Und das ist natürlich inklusive Licht und inklusive Strom. Ja, Genau. okay. Und natürlich bei Regen ganz klar die ganze Ausrüstung und so weiter. Ich meine, man will sich auch ausbreiten und im Auto ist es dann doch kompakt verstaut und da kannst du dich ausbreiten. Ihr habt es jetzt gerade in den Bildern gesehen und ja, also einfach top. Ja. Wie schaffe ich es eigentlich vom Feld geschmissen zu werden während dem Spiel? Also was sind bei euch absolute No-Gos? Was geht hier gar nicht? Bei Team Rot spielen, würde ich sagen. Mascha sagt jetzt, wenn du bei Team Gelb spielst, nein. Ja. Nein, kleiner Spaß am Rande. Wir hatten nicht viele Verweise, aber wir hatten schon Verweise. Und zwar haben wir eine Aufstaffelung also erste Mahnung einmal für eine Stunde vom Feld, dass man erstmal sich wieder beruhigen kann, aber es muss dann massiv sein. Zweite Mahnung, kannst gleich nach Hause fahren. Dritte Mahnung, kannst 3 Monate zu Hause bleiben. Das ist so die Staffelung, aber das müssten auch massive Sachen sein. Wir hatten zum Beispiel einen Vorfall, aber das war bei einem Workshop von Matthias. Er hat so ein Teambuilding gemacht und da war dann so einer, der hat sich an gar nichts gehalten und der wurde dann gleich rausgebracht. Der fährt dann halt sofort Oder der nach Hause. massive und wiederholte Abstandsmissstände aufzeigt. Ne? Also Genau. quasi der ganz normale Umgang, ja, wie es einfach einem jeden eigentlich auch vom Gefühl her bekannt sein sollte, gehe ich mal davon aus. Ja. Und ja, wer natürlich dagegen
die Community gegen das Zusammenleben verstößt, dann. Ja, wer anderen sehr doll wehtut, der kann bitte zu Hause bleiben. Genau, und wer halt den Spielablauf und ich sag mal das, was wir hier machen, ne, dieses Freizeit, dieses Spaß draußen, wer uns das kaputt machen möchte und anderen das kaputt macht, der fährt halt nach Hause. Ne? Das und ist bei richtig, Verstößen gegen das Waffengesetz oder irgendwo Ja, bei illegalen Geschichten. Wir hatten schon mal einen da kommt Laser halt hier, den haben wir gleich. Zap, der wurde dann draußen von der Streife abgeholt. Ne? Ja, also da sind wir in rigoros. wie wir alle wissen, zum Beispiel Laserlichtmodule sind ja in Deutschland einfach nicht gestattet vom Gesetz. Allein eben dieses Laserlichtmodul an sich wäre ja schon ein verbotener Gegenstand oder auch eine ganz gewöhnliche Taschenlampe, die ich mir irgendwie an meine Waffe hinbaue. Das ist auch verboten in Deutschland, ja, und Verstöße gegen das Waffengesetz, klar, die können nicht akzeptiert, toleriert werden. Das ist klar, ja. So, jetzt haben wir einfach schon festgestellt, ihr habt hier ein richtig großartiges, weitläufiges Feld mit richtig vielen Möglichkeiten, für jeden was dabei. Aber Projekte, weiß ich von meinen eigenen Projekten, die hören nie auf. Es entwickelt sich immer weiter, man hat immer wieder Ideen, man will diese Ideen immer weiter umsetzen. Ich behaupte jetzt, beziehungsweise gehe einfach mal davon aus, dass es bei euch bestimmt genauso sein wird. Von dem her würde mich jetzt und uns bestimmt interessieren, was ist bei euch in Zukunft geplant? Vielleicht Projekte, die nicht morgen, nicht nächste Woche umgesetzt werden unbedingt, aber eben ja schon als Plan bestehen. Also oder auch welche, die eben ja zeitnah umgesetzt werden. Also ich habe gerade gestern Vorbi einen Link für einen Panzer geschickt, den wir kaufen wollen. Oh ja. Aber das ist nicht spruchreif, Aber ob das ist noch klappt. nicht spruchreif, ne? Aber wenn du so Ziele und Zukunft sagst, also den hätte ich schon gerne dann für die Dark Zone. Wir wissen natürlich nicht, ob das realistisch ist und aber ja, nochmal so eine richtige Fahrzeugflotte wäre Ja. geil. Ja, man kann ja auch Träume haben, ob es Ja. dann umgesetzt werden kann, weiß man nicht, aber ja, viel kann umgesetzt werden. Wenn man Dark Zone dahinter hat es ja ist, auch geklappt, ne? ja. Ja, was haben wir an Natürlich möchten wir die, also wir fangen an erstmal mit der Safe Zone, die möchten wir generell umstrukturieren. Wir möchten einen Containerkomplex hinstellen, da wo es auch sauber, ordentlich, großräumig ist, wo die Ware gut repräsentiert werden, wo vielleicht Shops auch mit rein können und sowas. Und dann möchten wir noch Unterbringung als Containerfunktion anbieten können und die Safe Zone halt hier nochmal richtig auffrischen. Genau. Zum Feld. Das schließt ein in der Safe Zone halt Tiefbrunnen, dass der gebaut Ja. wird, dass eine Kläranlage, Klärgrube, Abwassergrube gebaut wird, weil wir hier komplett abgeschnitten sind von allem. Deswegen auch die hohen Investitionskosten, die ich dir vorhin schon mal so gesagt habe, durchblicken lassen habe. Das alles quasi soll in der Safe Zone passieren. Auf dem Feld sollen die Gebäude auf mittelfristig lange Sicht saniert werden. Das musst du dir vorstellen, die Anlage wird ja auch als Übungsanlage für Behörden und Sicherheitsunternehmen genutzt unter der Woche. Und das soll alles halt zu Übhäusern umgebaut werden, umstrukturiert werden, so mit Fensterläden drin, hier nochmal ein bisschen Beleuchtung rein, sodass man das halt für solche Sachen noch einsetzen kann. Dann wollen wir beispielsweise den Bereich in der Stadt nochmal mit einer kleinen Tankstelle ausstatten, Bus. Und solche Finessen sollen halt überall eingebaut werden. Ein tolles Projekt hat Mascha jetzt zum Beispiel liegen. Vielleicht sagst du nochmal was dazu. Ein Projekt, was sich die Community lange gewünscht hat, was wir jetzt endlich... Nee, kein Panzer. Ein sehr schwieriges Projekt, aber Mascha, sag mal was dazu. Die Straßen. Wir haben hier ja generell ein Straßennetz, nur leider heißen die Straßen haben noch keinen Namen. Und daher haben wir uns jetzt Straßen zum Verkauf angeboten, also konnten Teams Straßen kaufen. Es hat sich aber leider so entwickelt, dass auch Einzelpersonen so eine Straße haben. Und dann haben wir zum Beispiel eine Pastor Schisi Erlösungsfahrt. Und die Straßen sind auch heute aktuell angekommen, die liegen da und die werden jetzt die Tage aufgebaut. Noch mit Wegweisern und alles, ja, das ist nochmal eine sehr verzwickte Sache. Und wir wissen auch noch nicht, was alles noch so kommt, weil alles das, was hier in der Dark Zone jetzt entstanden ist, entwickelt sich immer aus diesen Feedback-Runden, die wir immer nach den Spieltagen mit der Community machen. Und da kommen immer viele, viele tolle Ideen und im Nachgang kriegen wir auch immer viel Post. Also im virtuellen Sinne und daraus entstehen manchmal die wildesten Sachen, so wie jetzt das mit den Straßennamen und den ganzen Das Dingen. kam aus der Community, ja. Genau, und das setzen wir dann, wenn uns das auch irgendwo so, und wir das auch geil finden und das feiern, dann setzen wir das in der Regel. Unsere HPA-Füllstation möchten wir natürlich auch irgendwann richtig groß aufbauen, damit jeder da einfach ran kann und sich hier ohne Gedanken einfach zur AO kommen kann und das war's. Genau. Weißt du, braucht nichts, keine Luft vorher noch holen, sondern kommt Genau. zur AO. Einfach wie zu Hause fühlen, Home of Air. Ja, genau.
Genau, Home of Airsoft. Ja, und das verkörpert das Ganze auch, kann ich tatsächlich bestätigen. Es ist wirklich ein wunderbares Feld. Wir sehen jetzt, da ist noch lange nicht Schluss. Da ist noch einiges in Planung. Es wird stets und ständig weitergearbeitet und da kommt noch so einiges. Deswegen muss ich sagen einfach, ja, wenn ihr aus der Gegend seid, kommt her, und wenn ihr nicht aus der Gegend seid, dann kommt auch hierher. Ich bin heute auch hier 500 Kilometer hergefahren und habe es sehr gerne gemacht. Und es ist wirklich mega toll. Das heißt, du kannst das genauso machen, ja? Was ich allerdings noch erwähnen möchte, wir machen das hier nicht alleine. Also wir sind zwar die Hauptveranstalter und Organisatoren, allerdings haben wir hinter uns ein 23-köpfiges Team, was uns auch jedes Mal unterstützt und unterstützt und mithilft und mitplant, auch bei den Spielmodis, bei den Baueinsätzen und ja. Ich muss mal ganz kurz mich Alles entschuldigen. klar. Ich habe einmal kurz was an der Ohren. Ja. Und da sind wir am Ende angelangt. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Zum einen nochmal für die Einladung überhaupt zu euch. Zum anderen, dass wir einen großen Einblick bei euch bekommen durften. Und ja, dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Flacco. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen und wenn ihr Interesse an uns habt, kommt vorbei. Habt ihr gehört?